Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold und Goldaktien bleiben alternativlos. Disclaimer. Gold und Goldaktien bleiben alternativlos. Gold hat die vierjährige Trendlinie berührt und sollte von hier wieder nach oben abprallen. Diese Aktionen kosten dem Kartell viel Energie und Gold. Nicht alle Goldaktien Penny Stocks reagieren negativ auf diese Preisdrückung, was ein gutes Zeichen ist. Viele Investoren nehmen also an, dass die Goldaktien die großen Gewinner des nächsten Goldpreisanstieges sein werden. Falls jetzt die Goldaktien bis Mitte 2023 steigen sollten, haben wir es vermutlich mit der größten Goldaktienrallye dieses Jahrhunderts zu tun. Ja, von dieser Tiefe, die wir jetzt aus haben, von der Erwartung, wohin jetzt Gold als nächstes steigen kann, und zwar Richtung 2300, vielleicht bis Ende des Jahres und bis 2500 Mitte nächsten Jahres, das ist für das Gold am Ende gar nicht so ein großer Ansteiger. Für diese absolut niedrigen Goldaktien ist es natürlich alles. Viele Penny Stocks werden mindestens von 10, 20 Cent auf $1 steigen, noch weit darüber hinaus 2, 3, 5, in einigen Fällen auf 10. Und genau auf diese Goldaktien, da wartet die ganz große Chance. Das ist einfach zigmal besser als Gold und Silber sehr. Und deswegen sind sie sehr pech, diese Penny Stocks zu identifizieren, um derartige Gewinne einfahren zu können. Das geht aber nur, wenn sie im Grunde genommen total am Boden sind, total zerstört sind, wie jetzt auch gerade die Tage. Und deswegen ist möglicherweise die Chance auch so groß. Ja, hier eine neue Aktie. Es handelt sich um einen Goldprojektgenerator, der in British Kolumbien operiert, Kanada, insgesamt mit hohem Risiko. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung in 3 seiner Edelmetallprojekten, 2 Goldprojekte, die Goldmine Amelia und das Goldprojekt Brett sowie das Silberprojekt Treasure Mountains, das an eine ehemalige produzierende Silbermine Ultra angrenzt. Für das Treasury Mountain Silberprojekt besteht derzeit ein Optionsvertrag. Der Optionspartner leistet jährliche Zahlungen, finanziert damit die Entschließung des Projektes. Das Brett-Gold-Projekt ist das größte, 20.000 Quadratkilometer im Süden von British Kolumbien, in der Nähe der Stadt Vernon. Die haben teilweise historische Abschnitte bis 168 Gramm pro Tonne Gold, was gigantisch ist, Oberflächenproben teilweise 28 Gramm pro Tonne Gold und 64 Gramm pro Tonne Silber. Dann haben sie eben dieses Silberprojekt Treasure Mountains mit 10.000 Quadratkilometer. Das sitzt in New Westminster und Simi Carmen im Süden von British Columbia ebenfalls. Viele ehemalige und aktuell produzierende Gold, Silber, Blei, Zink und Molybdenminen befinden sich hier in der Region. Und sie haben auch historische Proben gibt es hier mit 25 Gramm pro Tonne Gold über 0,2 Meter. Und 1918 hatten sie eine Schürfprobe von 11,3 Gramm pro Tonne. Andere Schürfproben hier 6,5%, 7,5%, 11,9% Zink und 51 Gramm pro Tonne Silber. Am Chart sehen Sie, die Euphorie ist aus der Aktie mittlerweile völlig raus. Sie ist damals eben auch von der Corona-Krise sich fast verzehnfacht, hat eigentlich alles wieder abgegeben, hat aber den Boden gefunden, bricht wieder aus und es spricht eigentlich nichts dagegen, bei weiteren guten Bohrergebnissen, weiteren steigenden Goldpreis, dass sie wieder auf die alten Höhen geht und hoffen natürlich in der Goldmania weit drüber hinaus. Ja, dann haben Sie noch die Kenville Mine, 8 Kilometer westlich der Stadt Nelson in der Region West-Kootenay im südöstlichen Landesinneren von British Columbia, 567 Hektar.
Proben ergaben 16,29 Gramm pro Tonne Gold und 35,6 Gramm pro Tonne Silber. Dann auch noch haben sie die historische Goldmine Caribou Amelia. Da gab es auch historische Produktion. Da wurden 81.000 Unzen produziert in der Vergangenheit. Silber, Blei, Zink und auch hochgradiges Gold wiederum mit 24,6 Gramm pro Tonne Gold. 199 Hektar. Ich hatte das Unternehmen schon mal gesprochen auf der Edelmetallmesse, ich glaube, es war 2019 in München, kennen Sie vielleicht auch noch. Und da hatte ich halt gefragt, wie viel glauben Sie, wie viel Gold haben Sie in Ihren Gebieten etc. Und da wurde mir eigentlich gesagt, 1 Million. Und die setze ich mal jetzt hier in die Formel ein. Das wäre eine Mischung aus Marktkapitalisierung, wo das Land ist. Das ist eine guten Jurisdiction. Kanada, hochgradiges Gold, hat 15 Millionen Marktkapitalisierung. Ja, vermutlich 1 Million Gold. Vermutlich haben sie noch Silber. Es würde noch vielleicht ein bisschen was hinzukommen. Und das würde dann bedeuten, theoretisch bei Gold 2500 könnte die Aktie um das 66-fache steigen. Das ist rein theoretisch. Also aus diesen 0,145 Dollar könnten fast 10 werden. Rein theoretisch. Ne? Das ist ein Vergleichsfaktor, dass wir einfach die Unterbewertung illustrieren sollen. Es ist keineswegs eine Zusage, dass es tatsächlich dahin geht. Aber wir versuchen so, die Aktien zu vergleichen. Vielleicht noch ein paar andere Informationen. Generell zu der Stimmung, das ist hier so ein Stimmungsbarometer hier. Und Sie sehen, wir sind fast so niedrig wie hier in der Corona-Krise. Also ganz schlechte Stimmung für Goldminen. Und in der Vergangenheit waren das immer tolle Kaufmöglichkeiten. Nach solchen schlechten Stimmungen drehte sich das dann nach einigen Wochen wieder und geht in die Gegenrichtung. Und genau das erwarten wir ja auch. Wir erwarten ja irgendwo eine 6- bis 12-monatige Goldaktienanstieg von diesen Tiefs. Hier vielleicht nochmal der Goldaktienindex. Also wir sind hier im Sinken seit hier Mai 2021 im sinkenden Trendkanal. Nun kann eben Folgendes passieren, wenn wir eben Pech haben, gibt es hier nochmal, sage ich mal, wie zur Corona-Zeit, hier nochmal so einen Ausreißer nach unten, der allerdings dann auch schnell beendet worden wird mit einer Superexplosion nach oben. Hoffe, wie gesagt, dieser Ausreißer nach unten kommt nicht. Hoffe, das ist das jetzt gewesen und dass wir jetzt aktuell den Rebound haben und mitten in dieser Entwicklung drin sind. Hier ist noch ein bisschen größer das Ganze. Also es ist eigentlich, wir hoffen auch immer auf diese Mega-Bewegung. Und nicht, dass es dann nochmal runtergeht und nochmal alle rauswäscht. Ich meine, glaube ich jetzt an dieser Stelle auch nicht, weil die Goldaktien haben sich meiner Meinung nach durchaus im Vergleich zu Gold eigentlich auch schon abgekoppelt. Und man sieht, dass viele Investoren eben steigende Preise erwarten. Hier vielleicht nochmal ein historisches Bild. Das ist Silber von 1962 bis 1980. Da hatten wir eben diesen ersten Ausbruch. Das ging ungefähr bis 1974. Dann auch wieder fast um die Hälfte korrigiert, so seitwärts gegangen, mehr oder weniger. Und hier erkennen die Statisten, dass wir quasi an diesem Punkt sind. Ein weiter, der wurde hier eingezeichnet. Hier sehen Sie das. Man glaubt eben jetzt, dass diese Monsterbewegung, die Sie jetzt hier von ab 1976 gesehen haben, dass sie genau jetzt hier bevorsteht. Was es denn ja bedeuten würde, hier von 1919 hier auf 60 und korrigieren. Finde ich durchaus plausibel. Das ist jetzt so lange aufgestaut und Silber entlädt sich genau in solchen Eruptionen. Und das wäre natürlich ein Traum für Goldaktien. Aber okay, das sind Statistenmeinungen.
angelegt an historische Beispiele, in dem Fall auf den 1970er Jahren. Gut möglich, dass es so kommt, müssen wir aber natürlich jetzt erstmal abwarten, was bis Jahresende passiert. Ja, dann gehen wir weiter. Hier nochmal zur Super Goldstock Watchlist. Da geht es ja darum, dass wir hoffen, dass wir mit unseren Aktien zu einer ähnlichen Performance früher oder später finden, wie viele Gold- und Silberaktien zwischen 1976 und 1980, wo ja dann beispielsweise hier von 5 Cent auf 19 Dollar gestiegen ist, 10 Cent 36. Also im Grunde genommen aus 1000 Dollar war da eine Viertelmillion zu machen. Hoffen wir natürlich, dass eine ähnliche Situation kommt von dieser Tiefe aus. Ob sie das ganz schaffen, bei Gold 2500 auch solche Dimensionen anzunehmen, sei dahingestellt. Das muss man wirklich abwarten. Wir brauchen natürlich, um diese Gewinne dann in Ansatzweise machen zu können, auch wirklich eine Mania. Es muss kein heißer Markt werden, sondern so quasi genau das Gegenteil von jetzt. Und dann haben wir die Gewinner. Hier sind ja noch mal ein paar Beispiele. Hier nochmal Max Resources, ist von der hatte ich im November 21 gesprochen, da war die bei 20 Cent, ist zwischenzeitlich dann 85 gestiegen, jetzt mit der Korrektur dann noch gefallen, aber die hat sich jetzt dann aktuell auch wieder gefangen. Die war zwischendurch auch auf 30 Cent, glaube ich, und setzte wieder auf 0,44 Cent. Und meines Erachtens kann die dann, weil sich weiter erholt, auch ganz schnell auf 1 Dollar so steigen. Und wenn dann die Mania kommt, eben sind auch 2, 3, 4, 5 oder 5 oder sowas möglich. Und genau das ist, sage ich mal, so eine Prototyp-Aktie, die ist natürlich jetzt schon ein bisschen teuer. Aber wir versuchen ja mit dieser Supergold beispielsweise noch die Aktien zu identifizieren, wo dieser Hebel noch nicht raus ist, wo man die vielleicht noch für 10, 20 Cent etc. Bekommen kann. Ja, überfliege ich das vielleicht noch mal ganz kurz. Ja, das ist diese Typus Aktie, der das vielleicht bringen kann. Das sind immer Aktien mit Superlativen auf alle Fälle. Nicht immer unbedingt hundertprozentig sicheres Rechtsgebiet. Klar, Mexiko ist auch dabei. Wie gesagt, diese ganzen Aktien sind Gamble, da gibt es keine Garantie. Aber wir versuchen uns ja einfach die Bedingungen, die damals geherrscht haben, denken wir, sind mehr oder weniger dieselbe. Wenn wirklich die Aktien gute Superlative haben, wirklich was im Boden sind, das kann die Fantasie der Anleger eines Tages beschwingen, kann es dann in hoffentlich sehr große Höhen hochtreiben. Ja, da habe ich jetzt zwischenzeitlich hier, die ist beispielsweise jetzt, hat jetzt auch angezogen, obwohl es Korrektur waren. Das hängt damit zusammen, dass große Explorationsprogramme da laufen und eben große Entdeckungen erwartet werden. Solche Typ-Aktien sind das. Und da muss man sich einfach mal vorstellen, wo die bei Gold 2500 sind. Und dann auch da einige Aktien mit sehr großen, das sind ja meist mexikanische, mit sehr großen Silber-, Blei- und Zinkmengen. In der Hoffnung, dass der Markt das dann auch eines Tages bewertet. Ja, eine habe ich jetzt noch hinzugenommen, die füge ich aber, füge ich für die Abonnenten dann nochmal 3 oder 2 sind zu, die ich nochmal draufgenommen, die, sage ich mal, eine ähnliche Performance theoretisch bringen könnten. Ja, vielleicht nochmal zum Report. Also wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren. Wir versuchen, wenn möglich, diesen Potenzialfaktor zu errechnen, sie nach moderaten, hohen und Gamble-Risiko zu sortieren. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was kauft man, wenn dieser Boom hier vorbei ist mit Gold und Goldaktien, dass man zumindest ein Konzept zur Hand hat. Einlagen von Gold und Silber, das empfehlenswert die Sachwertgemeinschaft, Einkaufsgemeinschaft, die sind eigentlich auch zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Das ist auch wichtig zu wissen, sehr einfache Abwicklung. Bevor Sie überhaupt generell physisch Gold kaufen, würde ich immer erst empfehlen, hier auf gold.de gehen. Das ist einfach die verschiedenen Händler zu vergleichen und den günstigen wählen zu können.
Ja, weitere Informationen über Goldaktien, falls Sie generell Fragen haben, gute Verlinkungen, weitere Links oder auch einfach Fragen zum Report, wie auch immer, können Sie mich unter angegebenen Rufnummer erreichen. Ich würde mich dann auf alle Fälle zurückmelden. Oder wenn es auch Zustellungsprobleme gibt, es gibt manchmal Schwierigkeiten, da wird angegeben, dass ein Virus drin ist oder so. Wenn Sie da auf irgendwas warten, dann bitte nicht zögern, mich zu kontaktieren. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dass Sie vielleicht meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.